Ja, servus, hier ist Bike Luke. Ich will ankündigen, ich mache bald eine große Radtour und zwar es geht von München. Ich bin gerade hier in München im Englischen Garten, man sieht es hier am Münchner Hofbräuhaus-Logo. Hier habe ich gerade mit meinem Spätzle noch ein paar Bier getrunken. Heute geht es noch nicht los, es geht erst am Montag los. Und zwar es geht von München nach Venedig, das sind ca. 500 Kilometer. Ich schätze mal 6 bis 7 Tagesetappen über die Alpen, also ein kompletter Alpencross. Und ich bin sehr bereit. Man sieht, ich habe an meinem Fahrrad, also es ist ein Ghost Mountainbike mit 29 Zoll Reifen. Welches Modell genau, weiß ich gerade nicht. Ich suche es mal im Internet raus. Ich habe normalerweise immer diese Satteltaschen dabei fürs Gepäck und hier so eine Lenkertasche für die Wertsachen. Und genau, und da ich in München Süd wohne, werde ich auch nicht mehr von München Innenstadt oder so losfahren, sondern bin jetzt aber heute noch mal hier direkt in der Stadt und zeigt das auch, dass ich von München direkt losfahre bis nach Venedig. Auf geht's in 2 Tagen. Mehr Infos folgen gleich. Insgesamt umfasst die Tour 570 Kilometer und 4800 Höhenmeter, da es eine Alpenüberquerung ist. Also hier habe ich eine Lenkertasche, da kommen immer so all meine Wertsachen rein, die kann ich auch leicht wegnehmen. Da kommt dann aber auch so Sachen wie die Fahrradersatzpumpe rein, Ersatzfahrradstauch, ein Reiseführer und so weiter, kommt alles da rein. Dann gehen wir rüber zu den 2 Gepäcktaschen, die so auf den Sattel kommen. Und das wird da alles reinkommen. Fangen wir mal an mit dem Kochen. Also ich habe hier so einen Gaskocher plus so ein Kochset, da ist Besteck drin. Ein bisschen Essen nehme ich mit, aber noch nicht so viel. Auch ein paar Snacks für unterwegs. Dann noch Kleidung natürlich, ein Helm und weiteres Kameraequipment. So, das sind die gepackten Taschen. Das ist alles, was mitkommt aufs Rad. Außer natürlich noch eine Flasche Wasser. So, der Esel ist bepackt. Und jetzt geht es los. So, hier geht es jetzt aus den Münchner Vororten raus. Ich fahre jetzt seit ca. 20 Minuten und jetzt rolle ich durch Taufkirchen. Immer noch eher städtisches Umfeld. Und bald geht es eher raus in die Natur. Dann komme ich auch zum Tegernsee, will ich heute fahren. Das sind ca. 60 Kilometer. Ich habe meine Route ein bisschen abgeändert zum normalen München-Venezia Radweg, weil ich noch ein paar mehr Highlights auf dem Weg mitnehmen wollte. Und die zeige ich natürlich auch dann in der Kamera. Ja, im Prinzip ist es auch ein ganz normaler Montagmorgen für mich. Bin ganz normal aufgestanden, um 8:30 losgegangen. Aber anstatt eben Richtung München City in die andere Richtung, Richtung Berge. Aber ich habe mir dann auch gar nicht mehr viel bei gedacht. Ja, jetzt geht die Tour los. In dem Moment geht es dann auch einfach los. Dann steht Kilometer 0 an, von den 500 Kilometern bis Venedig. Ja, und eigentlich ist es auch so ein ganz gutes Gefühl, dann einfach mal unterwegs zu sein und gar nicht so viel drüber nachzudenken, welche Etappen jetzt noch kommen, sondern einfach mal zu fahren. Ja, das sind hier so diese typischen Straßen in Oberbayern bis zu den Alpen, flach, viel geradeaus. Auch gut zu fahren, weil es hat wenig Verkehr. Und ich glaube, das ist sogar einer der einfachsten Teile der ganzen Tour bis Venedig. So, es ist 10 Uhr. Ich bin seit einer guten Stunde unterwegs und habe schon 25 Kilometer zurückgelegt. Und hier ist ein besonderer Ort. Hier ist der S-Bahnhof Kreuzstraße. Das ist die letzte Station der Münchner S-Bahn. Von hier habe ich schon einige Touren gestartet. Jetzt bin ich zum ersten Mal mit dem Radl hierher gefahren. Bisher lief der Radweg super. Ab jetzt stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor, weil es eben jetzt mehr im Mangfalltal entlang geht und auch ein bisschen Höhenmeter zunehmen. So, hier stehe ich unter der Mangfall-Autobahnbrücke von der A8. Man hört den Verkehr bis hier unten. Hier im Tal ist eigentlich niemand. Und hier ist auch so ein Lost Place, so ein verlassener Hof. Da steht auch irgendwas mit Gaststätte dran. Würde mich echt interessieren, was hier mal war. Aber hier ist so viel Müll. Hier war schon lange keiner mehr. Da steht auch noch so irgendeine Maschine da vorne. Hier. Also gerade kam hier jemand vorbei
und hat mir erklärt, dass es hier eine alte Mühle ist. Und hier steht es auch, Weigelmühle. Aber auch so ein Ferienhaus. Also wahrscheinlich wurde hier eine Zeit lang die Mühle benutzt. Und dann eben noch hat man da so ein Ferienhaus draus gemacht, weil da hinten ist auch so ein Pool. Ja, hier eben der verlassene Pool. Ja, echt faszinierend, aber scheint sich wohl nicht rentiert zu haben, weil meistens ist ja schon so wirtschaftliche Aufgabe der Grund, warum so ein Ort verlassen wird. So, hier bin ich am Wasserschloss Reiser und es wird Zeit für den ersten Proviant. Ich werde mir einen Landjäger gönnen und dazu so einen Tiramisu-Riegel. Jetzt esse ich noch den ungesunden Riegel. Ich habe auch noch die gesunden Power-Riegel für Sportler dabei, aber die brauche ich heute, glaube ich, noch nicht. Diesen Ort kann ich nur empfehlen, das Braustübel der Tegernseer Brauerei. Und ich habe hier eine schöne Schweinshaxe. Erstmal Mittag machen, so um 13 Uhr am Tegernsee. So, ich habe jetzt mit der Schweinshaxe und dem Radler erstmal meine Batterien aufgefüllt. Ich würde auch sagen, einmal Schweinshaxe mit Bier, minus 50 Kilometer Radfahren, ergibt immer noch einen großen Kalorienüberschuss. Ich habe es jetzt auch nur noch 10 Kilometer bis zu meiner ersten Unterkunft in Kreuth. Das ist da hinten irgendwo. Das ist auch erst jetzt 1:30. Ich werde heute ein bisschen zu früh eigentlich da sein. Aber so ist es heute. Es ist dann eher der Einsteigertag. So, hier ist die Mangfall Richtung Kreuth nach dem Tegernsee. Die erste Unterkunft in Kreuth ist erreicht. Hier in diesem schönen Örtchen Kreuth übernachte ich heute Abend. Es waren jetzt heute nur 65 Kilometer und ich war auch schon viel früher da. Aber morgen kommen und übermorgen kommen dann die beiden Pässe. Morgen erstmal der Achenpass nach Innsbruck und am nächsten Tag der Endgegnerpass, der Brenner. Das heißt, heute war dann eher noch mal ein ruhiger Tag und dann ruhe ich auch noch ein bisschen aus für die nächsten beiden Tage. Und deshalb werde ich jetzt hier den Fitnesspfad heute Abend wahrscheinlich nicht mehr machen. So, hier ist noch der Kurpark von Kreuth und nachdem ich auch beim Bäcker war, habe ich nun alles gesehen von diesem Kaff. Deshalb werde ich jetzt zum Gasthof zurücklaufen und die Glotze einschalten. Bis morgen. So, der zweite Tag der Radreise nach Venedig beginnt. Ich verlasse gerade den Gasthof, wo ich auch sehr gut geschlafen habe und nochmal ein richtig gutes Frühstück bekommen habe. Und jetzt bin ich gestärkt, es ist 8 Uhr und jetzt geht es hier von Kreuth auf zum Achenpass.
Die Passhöhe werde ich so in circa einer Stunde erreichen. Es sind circa 12 Kilometer. Und dann geht es weiter zum Achensee. Ja, das Wetter ist auch gut. Es ist so sommerlich, bisschen kühl noch, sonnig. Wenn es so bleibt, wäre es den ganzen Tag, dann wäre es richtig perfekt. So, ich habe recherchiert. Bis Glashütte geht der Fahrradweg parallel zur Straße, aber auf gesonderten Wegen. Und ab Glashütte würde der Radweg deutlich ansteigen gegenüber der Achenpassstraße. Und es ist natürlich für mich dann ein Trade-off, ob ich zwischen dem Verkehr fahren will oder ob ich mehr Steigung machen will. Das schaue ich mir dann in Glashütte an. Hier geht es jetzt auf der Tour zum ersten Mal richtig rauf. Hier stehe ich jetzt auf einer Brücke und fahre immer diesen flussaufwärts. Und man sieht dann den Stromschnellen, dass der auch ein bisschen ansteigt. Alle paar Meter, ein paar Zentimeter. Aber bisher läuft es ganz gut. Der Radweg ist wunderschön durch die bayerische Alpennatur. Vielleicht kann man hier auch ein paar Tiere sehen, aber mein Bike rattert so laut. Da vorne müsste der Ort Glashütte kommen. Und man sieht hier die Straße, die Achensee-Passstraße. Und da ist nicht viel los. Da werde ich, glaube ich, auf der Straße fahren. Also hier auch der offizielle Aufkleber München-Venezia. Und es sind nur noch 1,6 Kilometer bis auf den Achenpass. Und dann geht es ab nach Tirol. Und die werde ich auf der Straße fahren. So, der Achenpass ist in den Beinen, 941 Meter hoch. Ich habe jetzt gebraucht ca. 55 Minuten bis hoch. So, jetzt geht es weiter auf dem Achenpass, aber nur noch bergunter und zwar Richtung Achenkirch. Jetzt kommt auch gleich die Grenze nach Österreich. Und es geht jetzt hier zwar auf der Straße, aber es fahren nicht so viele Autos. Willkommen am Achensee. Hier werde ich meine erste richtige Pause machen. Es ist jetzt 10:30 und eigentlich dachte ich, ich mache hier Mittagspause, aber ich habe noch keinen Hunger. So, laut meinem Navi bin ich hier falsch, aber hier war der Radweg nach Innsbruck eingezeichnet. Ich folge dem jetzt einfach mal, schau, wo ich rauskomme. Am ehesten suche ich sowieso einen Platz für die Mittagspause, aber hier ist jetzt gerade nicht so toll zwischen den Baumärkten und dem Industriegebiet hier. Ich will jetzt nach Innsbruck radeln, ich bin jetzt auch im Inntal. Ich hoffe nur, dass ich auf dem richtigen Radweg bin. Denn eigentlich suche ich den Innradweg und nicht den Industrie-Inntal-Radweg. So, hier Innsbruck noch 37. Das sieht doch richtig aus. So, hier der Innradweg zwischen Inn- und Autobahn. Und ich suche jetzt einen Platz zum Pause machen. Die nächste Bank nehme ich und mache Mittag. Oh, da kommt was auf mich zu, was ich brauche. Eine Sitzbank. Juhu. So,
Jetzt wird hier gekocht. Es gibt Mittagessen. Dafür brauche ich natürlich hier mein Wasser. Und hier meinen Kocher. Und dann geht's los gleich. Wasser kocht. Jetzt mache ich hier meine Nudeln rein. Die habe ich noch aus Deutschland mitgebracht. Hier kommt jetzt so eine Dose Thunfisch für Pasta rein. Tada! Thunfischpasta am Radweg gekocht. Ja, Ankunft in Innsbruck. Noch 2-3 Kilometer. Ja, bin froh hier anzukommen, bevor es wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde anfängt zu regnen. Bin gleich an der Unterkunft. So, hier stehe ich vor meiner Unterkunft in Innsbruck. Es war ein langer Radtag. Jetzt werde ich erstmal die Stadt erkunden. Trail Running Championship. So, heute der nächste Tag auf der Radreise München-Venedig und heute ist auch der sogenannte Schicksalstag, denn es geht über den Endgegnerpass, den Brenner. Ab dann sind die Alpen überquert und ab dann kann ich sagen, es ist eine Alpenüberquerung. Ich starte jetzt hier vom Basecamp in Innsbruck, das sind circa 40 Kilometer hoch bis zur Passhöhe und ehrlich gesagt, ich habe schon so einen großen Respekt davor, weil es sind 40 Kilometer nur bergauf. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht davor. Deshalb habe ich da schon Respekt davor und weiß nicht auch, wie ich da durchhalten werde bei so einer langen Bergaufstrecke. Ja, die Strecke habe ich mir jetzt ein bisschen selber geplant und teilweise folge ich der offiziellen Route, um eben möglichst wenig Verkehr zu haben. Ja, und jetzt will ich auch nicht lange weiter schwätzen, weil ja, es ist jetzt noch so früh, 20 vor 8. Das will ich auch weiter ausnutzen. So, jetzt geht's gleich aus Innsbruck raus und natürlich der Brennerpass ist der Endgegner auf dieser ganzen Tour. Wenn der Tag heute rum ist, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich es nach Venedig schaffe. Ja, und jetzt rolle ich hier noch in den frühen Morgenstunden durch Innsbruck. Erstmal noch ein Stück flach. Und Innsbruck ist auch die letzte wirklich große Stadt vor Treviso. Aber da werde ich ja nicht übernachten, deshalb die letzte Großstadt vor Venedig. Danach kommen es nur noch so mittel- oder kleinere Städtchen. Von nun an ging es bergauf. Hier jetzt erstmal unter der Autobahnbrücke drunter durch. Hi. Ja, ein paar Meter über Innsbruck bin ich schon. Aber ehrlich gesagt habe ich das meiste geschoben.
Steht auf. Ja, und hier auf dieser Straße geht es eigentlich ganz gut hochzufahren. Zwar steil, aber macht ganz gut Fortschritte. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon ein paar Meter über Innsbruck zurückgelegt. Da unten ist die Stadt und hier oben bin ich. Auf meinem Handy so eine Karte, wo man das immer sehen kann, wie viel man noch hat. Und ich bin gerade am Anfang bei der ersten Steigung. Ganz hier oben ist der Brenner. Aber man sieht, ich habe schon so 190 Höhenmeter geschafft. Allerdings werde ich diese Anzeige jetzt ausmachen. Ich werde einfach drauf losfahren und immer weiterfahren, ohne mich jetzt von irgendwelchen Daten und Zahlen steuern zu lassen. Ja, und hier habe ich mir einen super Weg ausgesucht. Der geht nicht auf der Straße, der geht nicht zu steil. Ich bin nämlich der Empfehlung gefolgt, nicht der offiziellen Route zu gehen, sondern hier über Altrans. Das sind 4 Kilometer mehr. Aber bisher bin ich hier ganz gut hochgekommen und es war auch nicht so viel los auf der Straße. Was ein herrlicher Radweg auf einmal hier oben, so neben der Bahn. Jetzt geht es hier auf solchen Waldwegen bis Innsbruck-Igels. Da ist natürlich noch mal anstrengender zu fahren. Und wieder mal bin ich am Schieben. Ich habe den Bahnhof von Innsbruck-Igels erreicht. Das ist einer der härtesten Stücke am Anfang vom Brenner. Pur den Berg rauf. Aber bisher läuft es ganz. Mann, geht es hier den Berg rauf. Ich bin wieder auf der München-Venezia-Route und mache eine kurze Pause beim Brenneraufstieg. Ich habe jetzt die ersten 10 Kilometer geschafft in einer guten Stunde. Die waren auch schon relativ hart von den Höhenmetern her. Ja, hier die Brennerautobahn und der Blick ins Stubaital. Echt schön. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so Vogelscheuchen in echt gesehen. Vor allem die so akkurat aussehen. Ob das wirklich was bringt? Ich bin jetzt gerade hinter der Ortschaft Patsch und man hört's und man riecht's auch. Ich strampel den Berg hoch. Gleich mache ich nochmal, schaue ich nochmal auf meine Karte, wie viel Höhenmeter ich schon habe. Weil gleich ab Patsch geht es auch erstmal wieder ein bisschen runter. Ich finde, bei so einer Tour ist es immer, die Höhenmeter sind wie ein Konto. In Innsbruck bin ich bei 0 Höhenmeter gestartet, also 500 über 0. Und der Brenner ist auf 1380. Das heißt, ich brauche ca. 800 Höhenmeter auf dem Konto am Ende. Aber da es gleich wieder runter geht, werden jetzt wieder auch ein paar Höhenmeter von meinem Konto abgezogen. So ein Mist. Man sieht es auf meiner Karte. Auf den Höhenmetern habe ich gerade so eine Pike erreicht. Das hat mich jetzt ungefähr eine Stunde gekostet für die ersten 15 Kilometer. Und es ging aber auch schon viel bergauf. Also ich habe schon echt 500 Höhenmeter von den 1000 oder so, die ich heute brauche. Ja, es ging ganz gut von der Zeit her. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch schon 1/3 meiner Energie verbraucht. Das heißt, es bleibt spannend, ob ich bis zum Brenner komme. Ich finde es toll, dass ich hier sehen kann, wo es lang geht. Immer weiter dahinter ist die Brennerautobahn. Diese Straße hat es in sich. Es geht so ein kurzes Stück wieder runter, so wie jetzt hier. Und dann denke ich mir so, jawohl, juhu, nichts machen. Ah, ja, das ist toll. Und dann rollt es aus und dann wieder strampeln, dann tut es so richtig in den Beinen weh. Bei diesem ist zwar nur ein kurzer Anstieg, aber tut jedes Mal
in den Beinen weh. Und dann geht's wieder. Noch 17 Kilometer bis Brennerow. Hier bin ich in Steinach am Brenner und hier ist die letzte Möglichkeit, noch in den Zug umzusteigen und auf den Brenner zu fahren. Und da oben sehe ich auch die Brenner Autobahn. Das muss sich ja alles irgendwie noch hoch. Die Autobahn geht ja nicht bergab. Also da wird mir schon noch ein bisschen Bammel vor dem letzten Stück. Aber ganz in Ruhe. Brennerow, 8,7 Kilometer. So, hier geht's zum Brenner. Ab hier endet der Radweg und es geht die letzten 8 Kilometer auf der Brenner Bundesstraße. Für diese 8 Kilometer sagt mir mein Navi 45 Minuten an, denn es müssen noch 250 Höhenmeter zurückgelegt werden. Ich bin jetzt bereit für diesen letzten, aber harten Teil. Und es weiß ja auch jeder, der den Brenner-Radweg macht, dass der letzte Teil es in sich hat. Aber ich bin bereit, also los geht's. Jetzt fahre ich gerade durch den Ort Pries am Brenner. Und es geht bisher eigentlich ganz gut auf der Straße, weil es auch noch nicht so steil war. Hier bei dieser Tankstelle mache ich noch mal einen Pitstop. Auf dem Weg rauf zum Brenner beginnt jetzt der finale Endanstieg. Es sind noch 3,2 Kilometer. Ich glaube, da oben hat man es dann geschafft. Also hier geht die Straße lang und da schon recht steil hoch. Aber ich denke, da wo die Häuser sind, bis dann auf einer Ebene mit der Autobahn fast, dann hast du es geschafft, hoffe ich mal. Brennerow, 2 Kilometer. 10 Minuten, sagt's Navi noch. Hier parallel zur Autobahn. Ich bin ganz schön kaputt. Ich bin wirklich auf den letzten Prozent. Hier geht's nochmal hoch. Es ist immer noch nicht vorbei. Mein Gott, ist das aufregend. Und es sind auch immer noch 8 Minuten für 1 Kilometer. Immer noch sind es 5 Minuten auf dem Tacho. Obwohl es nur noch 800 Meter sind. Das geht hier hoch. Bis zum letzten Meter zur Grenze. Unglaublich. Und da ist er doch, der Ort Brenner. Hoch oben auf der Grenze. Es ist zwar der tiefste Pass zwischen den Alpen, aber trotzdem, wenn du einmal hier oben bist, du hast das Gefühl, du bist ganz oben. Und das bist du ja auch. Hier ist die Wasserscheide zwischen Norden und Süden. Hier trennt sich alles. Hier ist der höchste Punkt. Und jetzt sind es nur noch 100 Meter und da vorne ist es. Da vorne ist die große Landesgrenze, auf die ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. Buongiorno, willkommen in Italien. Ja, es ist schon ein unbeschreiblicher Moment hier oben auf dem Brenner. Es ist dann so auf einmal klar, dass es doch was werden kann mit der Alpenüberquerung. Auf einmal fühle ich mich sicher und habe auch das Gefühl, ich habe es irgendwie schon geschafft. Es war auch wirklich hart, ganz ehrlich, aber es war auch sehr schön. So, jetzt gehe ich hier shoppen. Im Eurospin heißt der Laden am Brenner, weil meine Vorräte sind aufgebraucht. Essen und vor allem die Getränkekammer ist leer. Da drüben gibt es die passende Kleidung für mich. Italienischen Radtrikots. Aber so eins habe ich ja schon. Nur halt kein italienisches, sondern eins von AliExpress. Hier beginnt jetzt auf der italienischen Seite der Eisacktal-Radweg. Der soll sehr, sehr schön sein.
Schauen wir es uns an. Au! Dieser Radweg wurde auf einer ehemaligen Bahnstraße gebaut, auf einer ehemaligen Bahntrasse. Und das läuft ja echt super hier. Ganz anders als die Brenner Hochfahrt von österreichischer Seite aus, gibt es hier direkt einen super Radweg. Das sieht doch nach Spaß aus. Das ist wirklich ein wunderschöner Weg, der auch gerade noch bergab geht. Das ist einfach toll, hier zu fahren. Hier ist ein verlassener Bahnhof an dem Bahnradweg. Da ist ja früher mal die Bahn gefahren. Heute fahre ich noch bis fast vor Brixen. Noch 25 Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Und es geht hier in so einem Flussradweg. Immer noch im gleichen Tal seit dem Brenner und neben der Brenner Autobahn weiter. Hier gibt es auch zwei schöne Burgen auf einmal zu sehen. Das andere ist hier. Von da hinten kommt es ein bisschen schwarz vom Himmel. Ich hoffe, dass mich das nicht mehr erreicht. Auch nur ein bisschen. Fast schon etwas gruselig, diese enge Schlucht zu fahren. Der Himmel verdunkelt sich und niemand ist hier. Hier bin ich jetzt im Ort Franzensfeste. Immer noch an der Brenner Autobahn, aber ich verlasse gleich dieses Tal. Ich habe zu meiner Unterkunft noch 24 Minuten und 5,6 Kilometer und mir reicht es auch gleich. Ich bin dann froh, dort anzukommen in 24 Minuten. Juhu, das Ziel ist erreicht. Wunderbar. Guten Morgen, hier im Hintergrund mein Hotel, wo ich letzte Nacht war. Es war sehr angenehm, dort zu schlafen, auch nach dieser langen Brennerüberfahrt gestern. Und hier geht es auch direkt weiter mit dem Radweg, da rechts am Hotel vorbei. Ja, heute geht es bis Toblach. Heute ist Tag 4 meiner Radreise nach Venedig. Heute geht es von dem Hotel hier. Schwer zu sagen, wo das hier gerade ist. Es ist so in der Nähe von Brixen bis Toblach. Das sind so 60 Kilometer. Es geht nur bergauf, ich zeige es gleich an der Höhenkarte, aber es sind nur 60 Kilometer und es wird auch sehr schön. Das Wetter ist auch gut, also los geht's mit Tag 4. Noch dieses Ginger Softdrink gekauft am Brenner, um ein bisschen was Süßes zu trinken zu haben, aber das hat so eklig geschmeckt, dass ich es jetzt im Hotel ausgekippt habe und mit Wasser aufgefüllt habe. Also das würde ich nicht empfehlen. Genau, hier sieht man jetzt den Blick ins Pustertal, das müsste Mühlbach sein. Und diesen Pusterfluss, Rio Pustero heißt er auf Italienisch, werde ich jetzt bis Toblach folgen, immer den Berg rauf. Also hier sieht man jetzt nochmal die Radroute München-Venezia. Und du kannst auch immer sehen, wie viele Radfahrer heute schon da waren. 81. Und dieses Jahr waren schon 18.500 Radfahrer hier. Genau, ich habe jetzt auch zum ersten Mal, worüber ich mich lange nicht mit beschäftigt habe, einen Ausblick, wie weit ich schon weg bin von München und wie weit es noch bis Venezia ist. Das ist nämlich jetzt hier schon ungefähr die Hälfte. Gut, es ist auch der 4. Tag, 7 Tage plane ich. Ich habe mich jetzt erstmal auf den Brenner fokussiert, um da über die Berge zu kommen. Aber ja, bis Venedig, das ist schon in ein paar Tagen erreichbar, sage ich mal. Schon cool, schon cool. Wer hochfährt,
darf auch wieder runterfahren. Jetzt geht's hier durch Bruneck und hier fahre ich jetzt mal ins Zentrum rein. Mache einen Abstecher zum Schloss. Schauen wir mal hier auf den Zwischenstand für heute. 35 Kilometer habe ich schon und 480 Höhenmeter. Gerade bin ich auf 970 Metern Höhe. So wie ich die Grafik richtig verstehe, habe ich so die Hälfte der Höhenmeter geschafft. Mal schauen, was ist der Endpunkt. Endpunkt ist ca. 1240 Meter hoch. Boah, sind schon noch 300 Höhenmeter. Auf wie viel Kilometern? Auf 22 Kilometern. Na, und noch 1 Stunde 40. Also ihr seht, heute ist es relativ entspannt im Vergleich zu gestern. Jetzt geht hier der Radweg durch so einen langen Tunnel. Der wurde bestimmt nicht für den Radweg gebaut, sondern wahrscheinlich war hier früher auch eine Bahnstrecke. Und da kommt schon der nächste Tunnel. Hier kann man wieder richtig schön fahren. Ich habe jetzt hier in diesem Ort Welsberg entschieden, ich fahre mal von dem Radweg ab und mache hier in dem Ort eine Pause, weil es ziehen jetzt gerade von allen Seiten Gewittern auf. Jetzt werde ich ein bisschen hier Kaffee trinken oder Bier trinken, was essen und dann einfach, wenn sich mal schauen, wie es dann später aussieht. Es ist nämlich auch nicht mehr weit bis Toblach, nur noch 10 Kilometer. So, während hier jetzt gleich ein Unwetter losgeht, habe ich einfach im nächsten Ort zufällig hier diesen schönen Pizza-Imbiss gefunden. Und ich werde jetzt einfach hier ein bisschen aussitzen, bis die Sonne wieder scheint. Hier ist der Radweg besonders schön. Der letzte Anstieg bis Toblach erfolgt unter Aufsicht der 3 Zinnen, die hier zu sehen sind. Hier in Toblach beginnt der Dolomitenradweg. Ab morgen geht es durch den Naturpark die 3 Zinnen. Und jetzt geht es erstmal zum Hotel. Ein Blick zurück zeigt mir, dass ich doch ganz schön hochgeklettert bin. Tag 5 der Radreise München-Venezia. Hier stehe ich nochmal vor der Jugendherberge in Toblach. Das war bisher die günstigste Unterkunft, aber auch einer der schönsten. Sieht man ja am Gebäude, auch drin war es sehr sauber und die Leute waren sehr angenehm. Einzige, das Frühstück hätte besser sein können, aber das passt schon. Genau, und jetzt kommt der lange Weg der Dolomiten und da freue ich mich besonders drauf. Jetzt geht es erstmal auf den höchsten Punkt der Tour auf 1500 Meter und dann geht es runter nach Cortina d'Ampezzo.
Wie weit ich heute kommen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch nichts vorreserviert. Das heißt, jetzt geht's erstmal los am Tag 5. Es sind übrigens noch 3 Tage bis Venedig und auf dem Kilometerstand gezählt vielleicht noch ca. 240 Kilometer. Also jeweils 80 Kilometer pro Tag müssten es sein. Das heißt, der größere Teil ist schon geschafft. Also hier ist jetzt der lange Weg der Dolomiten. Und es geht natürlich erstmal bergauf. Ja, und solche Steigungen sind generell einfach zu bewältigen. Aber mir sitzen schon noch der Tag vom Brenner und der Tag gestern, wo es auch nur bergauf ging, in den Knochen. Das heißt, ich gehe es eher langsam an. Puh. Bis zum höchsten Punkt der Tour sind es noch 300 Höhenmeter circa. Hier bin ich am Toblacher See, dem ersten Highlight für heute. Ein wunderschöner Bergsee, bestimmt eiskalt. Wunderschön dieser Lago di Tobaccio oder auf Deutsch Toblacher See. Ist ja immer hier noch so eine eher deutschsprachige Region, aber ab der Passhöhe kommen wir ins rein italienischsprachige Italien, in die Region Venetien. Überall gibt es hier noch geschichtliche Informationen zum Dolomitenkrieg zwischen Österreich und Italien 1915. Und dabei war die Front mitten in den Bergen, teilweise auf über 2000 Meter Höhe. Und das interessiert mich echt, wie die damals ihre Stollen und ihre Schießscharten in die Berge gebaut haben. Das ist der Monte Cristallo. Und dieser Berg macht seinem Namen alle Ehre. Warum hört denn der Zoom nicht auf? Genau, das ist der Monte Cristallo. Wunderschön. Und da in diese Richtung fahre ich jetzt auch. Hier also die 3 Zinnen. Jetzt sind es noch 6 Kilometer und 150 Höhenmeter zum höchsten Punkt der Tour, der auf ca. 1500 Meter liegt. Mein Navi sagt sogar 3/4 Stunde. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich schaffe das in 20 Minuten, halber Stunde. Aber schauen wir mal. Jetzt geht es erstmal dahin und dann melde ich mich nochmal vom höchsten Punkt der Tour. Natürlich auch wieder ein kleiner Etappensieg, der sich aber nicht so groß anfühlt wie der Brenner. Das war der höchste Etappensieg. So, fahre ich jetzt hier durchs Wasser oder über die Brücke hier drüben. Da geht's durchs Wasser. Ich fahre jetzt da durch. Achtung, Achtung! Jetzt sind bestimmt meine ganzen Unterhosen im Gepäck nass. Na toll. Auf 1540 Meter habe ich den höchsten Punkt der Strecke München-Venezia erreicht, zwischen Toblach und Cortina d'Ampezzo. Und ab jetzt verlasse ich auch die Region Südtirol. Ab jetzt wird Italienisch gesprochen. Das war für mich natürlich immer ein bisschen vorteilhaft, im Südtirol noch alle Hotels und so weiter auf Deutsch zu reservieren. Ab jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Aber ich habe mich schon nach den wichtigsten Worten erkundigt. Zum Beispiel heißt ein Radler auf Italienisch auch una Radler. Wollte ich hier gerade auf dieser schönen Bank mit dem View in Cortina d'Ampezzo Pasta kochen, aber irgendwie geht mein Kocher nicht an. Der Anzünder funktioniert nicht mehr, vielleicht ist auch das Gas leer. Das heißt, jetzt werde ich was anderes essen. Hier habe ich so eine Knoblauchwurst. Mal schauen, ob die schmeckt. Und ich habe so ein Tiramisu, was eigentlich viel zu groß ist.
was ich auch schon ewig mit mir rumschleppe. Ja, so war es bisher jeden Tag, so ab der Mittagszeit ziehen dann schon dunkle Wolken auf. Es gibt mir dann immer so ein stressiges Gefühl, oh, jetzt sollte ich es bis zum Ziel schaffen, bevor es anfängt zu regnen. Aber das ist dann immer so anstrengend, wenn man so auf Zeit radelt. Gestern habe ich es ganz gut gelöst, indem ich einfach ein bisschen was gegessen habe, eingekauft habe während dem Regen und danach war es wieder vorbei. Hier übrigens die Skisprungschanze und das Olympiazentrum von Cortina, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es ist auch eher bekannt durch den James Bond Film, der auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Es gibt hier immer diese tollen Wasserbrunnen am Weg. Ich habe seit dem Brenner nur eine Flasche gekauft und die immer wieder aufgefüllt. Hier in Pieve di Cadore hat sich der Weg von mir und meinen italienischen Mitfahrern getrennt, weil ich noch weitergefahren bin bis Longarone. Das erste Mal ein Kilometer Anzeiger bis Venedig. Noch 186. Und es wird hier immer südlicher. Diese grünen Farben, die Temperatur. Bald komme ich Richtung das richtige Italien, ja, wo es auch wärmer wird. Die Winde hier sind heftig. Ja, der Radweg ist hier schon toll. Gerade verliere ich ein bisschen die Lust, aber wenn ich dann sowas sehe, macht es mir doch wieder Spaß. Jetzt noch 8 Kilometer oder so bis zum Bed and Breakfast. Der Wind macht es gerade brutal schwer, hier noch weiter zu fahren. Ich bin noch ganz langsam. Hier ist auch ein sehr verlassener Ort. Oh je. Da habe ich mir auch überlegt zu übernachten, aber zum Glück bin ich gleich in Longarone. Da hinten liegt mein Ziel heute Nacht. Die Ortschaft Longarone. Da habe ich irgendwo ein kleines Bed and Breakfast reserviert. So, hier bin ich in meinem Bed and Breakfast angekommen. Jetzt haben mir übrigens noch die Italiener geholfen zu buchen. Telefon. Sieht doch ganz nett aus, hier auch direkt an der Straße. Also am Fahrradweg. So, ich bin im Bed and Breakfast in Longarone angekommen. Hier habe ich ein kleines Zimmer. Und vor dem Duschen gehen trinke ich noch ein Bier. Ein Birra Moretti. Und nach dem Duschen gehen werde ich nochmal in die Stadt Longarone vorlaufen. Die sieht nämlich echt ganz hübsch aus. Aber jetzt entspanne ich erstmal ein bisschen. Jetzt bin ich auch bis 16 Uhr durchgefahren, fast. Also von 8 Uhr bis 16 Uhr sind auch wieder 8 Stunden. Und das reicht für heute, ja. So, hier will ich noch die Burg anschauen von Longarone, beziehungsweise die Aussicht. Und laufe jetzt hier hoch, obwohl sich jede Muskelfaser in meinen Beinen dagegen wehrt. Ja, die Aussicht hier auf Longarone und den Toblerone-Berg da ist schon schön. Aber es reicht auch vom Aufsteigen. Es fängt gleich zu regnen an, aber ich habe einen guten Zufluchtsort gefunden. Da gehe ich jetzt hin. Hier gibt es in den Automaten Bier und Vapes und Tabak. Und ich finde genau, dieser Eindruck macht mir auch diese Bar. Aber es ist ein sehr gutes Bier.
Buongiorno, heute geht es von Longarone bis nach Treviso. Dabei verlasse ich nun endgültig die Alpen. Ich muss noch mal eine Passhöhe überqueren, den Farra d'Alpas, aber das ist nur noch eine kleine Passhöhe im Vergleich zu dem, was ich schon hinter mir habe. Und es sind 90 Kilometer bis Treviso, also schon ein ganz schönes Stück. Los geht's. So, was für eine Fahrradautobahn hier. Hier überquere ich das Javetal. Da ist ein Wasserfall. Und da oben sieht man auch die Staumauer. Und dieser Staudamm ist einmal übergelaufen durch einen Erdrutsch und hat eben hier die gesamten Ortschaften im Tal zerstört. Aber das wurde wieder aufgebaut. Mountainbike Parcours. Ob ich den mal mit meinen Satteltaschen fahren sollte? Ich glaube, ich werde es ausprobieren. Erstes Hindernis gescheitert. Shit. Auch nicht so einfach. Okay, ich bin im Ziel. Hier wird den Radreisenden noch etwas Kunst gezeigt als Unterhaltung. Pinke Räder, okay. Was das da ist, weiß ich jetzt nicht. Hier die unterhaltende Kunst für die Radfahrer. Auch wieder ein toller Radweg, den die hier gebaut haben in Italien. Achtung, Attenzione! Attenzione! Okay, gut. Attenzione! So schön dieser Lago de Santa Croce eben ist. Ich will es jetzt wissen und hier über die Passhöhe fahren. Jetzt geht es zum Pass hoch und das erfolgt auf der Straße. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Passhöhe. Es strengt schon noch ganz schön an. Da fahre ich auch voll in die Wolken rein. Aber es sind auch nur noch 10 Minuten bis oben. Die Frage ist, ob ich jetzt hier schon oben bin oder ob es noch weiter hoch geht. Ich könnte natürlich jetzt auf Komoot nachgucken, aber ich will es gar nicht. Ich lasse mich jetzt überraschen, ob es noch weiter rauf geht oder runter. Und ich bin schon im Kanton oder in der Provinz Treviso. Aber es ist noch weit bis Treviso Stadt. Haha, da darf man sich nicht von täuschen lassen. Wow, es geht wirklich schon runter hier. Cool, schon oben. Hier kommt der nächste See und wirklich ein gigantisches Bauwerk, diese Autobahnbrücke. Straße runter und ich bin an diesem wunderschönen See und hier mache ich noch mal eine Pause. bin froh, wieder runter zu sein von der Straße. Die sind in Italien, finde ich, gefährlicher als in Deutschland oder Österreich zu fahren.
weil die deutlich weniger Abstand halten beim Überholen. Hallo. Vorne an dem Automat sind ein paar Getränke. So. Was sieht denn hier gut aus? Welches Getränk? Ich habe jetzt hier so ein Lemon Soda bekommen. Das kann ich zum Mittagessen trinken. Sieht ja ganz lecker aus. Eigentlich brauche ich auch noch eine Flasche Wasser. Hole ich mir dann später. Ah, eine alte Fabrik. Eingestürzt. Es geht jetzt hier immer an diesem Kanal entlang. Auf Komoot sagt mir die Route was anderes, aber ich folge eigentlich immer dem Wegweiser nach dem Radweg. Und damit fahre ich jetzt eigentlich auch schon die ganze Tour ganz gut, hier mal nach den Schildern zu fahren. Beim Lidl werde ich mir jetzt noch ein frisches Wasser kaufen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich bin froh, endlich nicht mehr aus dieser versifften Flasche seit Brenner zu trinken. Es hat nicht mehr geschmeckt. Sieht man auch von außen. Ja, und aus dieser Richtung komme ich und da sieht man schon noch die Alpen. Aus der Richtung, wo ich herkomme. Jetzt in die andere Richtung sieht man gar keine Berge mehr. Hier ist schon alles flach. Das heißt, die Alpen sind überquert offiziell. Bisher es mich noch mal angestrengt hat, hier hochzufahren, weil da unten war ich. Boah, davor hatte ich noch keinen Hunger. Aber jetzt wird es Zeit fürs Mittagessen. Ja, hier geht es dann in die Po-Ebene dahinter. Jetzt überquere ich gerade einen Fluss, der heißt, ach, ich kann nichts erkennen. Ja, es ist brutal heiß in der Po-Ebene, brutal viel Verkehr. Das ist hier nochmal eine richtig schwere Strecke bis Treviso. Es sind 30 Kilometer bis Treviso und es geht tatsächlich noch mal ein bisschen bergauf. Ich war gerade ein bisschen im Schatten, habe in einem Café einen Radler getrunken. Jetzt habe ich auch noch Kraft für die letzten Kilometer. Also warum es jetzt hier noch mal bergauf geht, verstehe ich beim besten Willen nicht. Sowieso ein großer Umweg, den die offizielle Route macht. Und warum man dann noch mal den Berg hochgeschickt wird, finde ich eine reine Schikane. Das darf doch nicht sein. Geht es hier nur noch leicht bergauf, am Fluss entlang. Das ist okay. Das geht klar. Oh nein, hier geht schon wieder mehr bergauf. Oh, ich verlasse den Höhenweg und biege jetzt ab nach links. Ich habe jetzt immerhin 100 Meter Höhe. Treviso liegt auf 20 Metern über Null. Das heißt, ich habe noch 80 Meter Höhenguthaben. Und noch 23 Kilometer bis Treviso. Puh. In dieser prallen Hitze schaffe ich das nicht am Stück. Und hier geht es jetzt an diesem Bachlauf in Flussrichtung. Noch 15 Kilometer bis Treviso. Eigentlich am liebsten würde ich einfach mir so ein Floß bauen und auf diesem Bach mitfließen bis Treviso, ohne zu pedalieren. So, willkommen in Treviso. Città d'Arte bedeutet das etwa die Stadt der Kunst. Irgendwie viele Städte hießen bisher Città d'Arte. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, ob es wirklich die Stadt der Kunst ist oder einfach eine Stadt mit Kunst. Auf jeden Fall ist es hier jetzt mal wieder eine größere Stadt seit Innsbruck auf der ganzen Tour. Da freue ich mich auch drauf, mal wieder an einem größeren Ort zu sein. Ja, mein Handy-Akku ist leer und ich muss den jetzt in meiner Tasche aufladen und habe jetzt die Sprachausgabe aktiviert. Ich kann jetzt nicht genau die Strecke mehr sehen. Ich verlasse mich jetzt einfach aufs Gehör vom Navi und es schickt mich hier über solche Wege. Und ausgerechnet mitten in der Großstadt Treviso ist der Akku leer. Hier der Verkehr in Treviso hat es in sich. Ich bin natürlich auch gerade nicht mehr auf der offiziellen Venezia-Radroute, weil ich ja jetzt zu meiner Unterkunft muss. Und daher finde ich es gerade ganz schön schwer, an den Kreuzungen die richtige Ausfahrt zu nehmen. Okay, jetzt bin ich richtig. Jetzt sind es noch 1,7 Kilometer. So, wie immer nach meinen Radtouren habe ich jetzt geduscht
und erstmal ein bisschen ausgeruht. Jetzt ist 18 Uhr und jetzt werde ich mir noch Treviso anschauen. Aber als erstes gehe ich ein Bier trinken. Da vorne an der Ecke habe ich so eine richtig schöne Bar gesehen. Da werde ich mich jetzt zuerst hinsetzen und meinen Stadtrundgang planen. Hier in diesem Unterkunft gibt es zum ersten Mal kein Frühstück. Und das heißt, ich gehe mir jetzt beim Supermarkt was kaufen oder ich gehe in einen Café, mal schauen. Und diese Nudeln mit dieser Salsiccia-Soße, die schleppe ich schon seit dem Brenner mit in meiner Tasche. Also eigentlich fast die ganze Tour. Und die werde ich jetzt auch nicht mehr kochen am letzten Tag. Die werde ich meinem Kumpel, dem Alberto in Venedig, als Gastgeschenk geben. Buongiorno zum letzten Tag meiner München-Venezia-Radreise. Ich hoffe, es ist der letzte Tag, denn es sind nur noch 55 Kilometer von Treviso bis zur Lagunenstadt Venezia. Dabei geht es nicht auf dem direkten Weg, sondern es geht schön an einem Fluss entlang auf der offiziellen München-Venezia-Route ab Treviso. Und als erstes fahre ich jetzt zum Supermarkt und hole mir ein Frühstück. Und den habe ich jetzt einfach hier eingegeben. So, hier ist jetzt übrigens der Supermarkt, der auch sonntags geöffnet hat. Ja, wie ich jetzt hier so in Treviso am Fluss sitze beim Frühstück mit Banane, Kaffee und Muffin, da kommt mir schon in den Sinn, jetzt ist das Ziel Venezia wirklich zum Greifen nahe. Es sind noch 50 Kilometer hier flach am Fluss entlang. Es ist mir noch gar nicht so in den Kopf gekommen, dass ich es jetzt wirklich gleich geschafft habe oder bald geschafft habe. Und weil es ist aber auch noch, man darf sich auch nie zu früh freuen. Es kann noch so viel passieren. Es könnte mir noch ein Reifen platzen. Es könnte noch mein Fahrrad gestohlen werden. Noch bin ich nicht da. Noch sind es 50 Kilometer. Aber es ist wirklich so kurz vor dem... Hier geht es immer schön flach am Fluss entlang. Auch gut zu fahrenden Radwegen. Hier liegt ein ehemaliges Schiff brach, mitten in dieser Sumpflandschaft. Urwald am Fluss, sehr schön mit diesen lianenähnlichen Bäumen und dahinter den Villen. Also hier ist immer das München-Venezia-Zeichen zu sehen, da steht es auch. Und hier ist das Logo. Und wirklich von München bis Venezia, durch Österreich, durch Südtirol, es ist überall dieses Logo zu finden und ausgeschildert. Es ist noch lange nicht geschafft bis Venezia Island. Das wird noch mal richtig eng. Weil ich spüre auch schon meine Beine jetzt nach am 7. Tag Radfahren hintereinander. Da ist einfach auch diese Energie nicht mehr so da wie am 1. oder am 2. Tag. Das wird jetzt noch mal richtig eng. So, hier jetzt ein Übersichtspunkt. Hier in Treviso bin ich heute Morgen gestartet. Jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich hier. Und gerade ist der München-Venezia-Express ein bisschen in Stocken gekommen. Zwar bin ich ganz normal weitergefahren, aber immer diese Zickzacklinien haben mich von der relativen Distanz bis Venezia, was hier unten liegt, nicht wirklich näher gebracht. Gerade war ich mir nicht sicher, ob ich auf der richtigen Route bin,
Dann habe ich den Straßennamen gelesen und es ist die Via Claudia Augusta, die bekanntlich von Donauwörth bis Venedig führt. Das heißt, hier bin ich genau richtig nach Venedig. Tatsächlich bin ich doch falsch. Hier ist die Via Claudia, aber ich muss eigentlich diese Route nehmen, weil die führt irgendwie über den Lido nach Venezia oder zu so einem Abstecher. Also auf jeden Fall, ich bin hier falsch. Ich muss jetzt wieder einen Weg zurückfinden. Ich glaube, da benutze ich jetzt doch Komoot. So, wieder einmal verfahren. Es geht hier nach rechts. Also jetzt hier in der prallenden Hitze und zwischen all diesen Städtchen und Radwegen darf ich jetzt nicht die Nerven verlieren, 25 Kilometer vor dem Ziel. Denn ich bin auch nicht mehr auf der offiziellen Route. Die habe ich irgendwo verloren. Ich fahre jetzt nach dem Komoot-Navi weiter. Auch wenn es jetzt hier eine Stückstraße ist. Und diese Hitze und diese komplett ebenen Strecken, das macht mich jetzt nochmal total verrückt. Noch 20 Kilometer bis Venezia. Ich glaube, ich suche mir noch mal eine schattige Bank. Es geht ins urbane Ballungszentrum von Venedig. Aber hier muss man immer aufpassen, die halten nicht immer an. Jetzt fahre ich hier rüber, aber hält der an? Nee, der hält eben nicht an. Jetzt muss man hier sein Rad auch noch. Okay. Upsi. Hier noch im Hafengebiet von Mestre. Aber gleich geht's auf den Damm nach Venezia. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Damm nach Venedig. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ich auch ankommen werde. Jetzt ist alles klar. Ich werde in wenigen Minuten den Radweg München-Venezia beenden. Und zwar, ich werde am Ziel in Venezia ankommen. Gesund und mit funktionierendem Fahrrad. Ab jetzt ist das gelaufen. Das ist die einzige Brücke in Venedig, die man mit dem Fahrrad überqueren darf. Alle anderen Wege sind für Fahrräder gesperrt. So, ich habe Venedig erreicht und damit meine Tour beendet. Es ist wirklich ein toller Moment, hier jetzt oben zu stehen. Aber es ist auch verdammt viel los gerade. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen und dann fahre ich weiter zu meinem Kumpel, zum Alberto, bei dem ich auch heute übernachten kann. Er wohnt wieder auf dem Festland. Und nochmal Danke an den Alberto für das. Und dann komme ich wahrscheinlich heute Abend frisch geduscht nochmal hier auf die Inseln. Jetzt war es das erstmal mit der Radtour. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na gut, zur Ankunft hier in Venedig hatte ich einen Aperol Spritz. Direkt neben meinem Fahrrad. Direkt am Bahnhof gab es zum Glück so eine Station. Ja, das war ein sehr emotionaler Moment, dann wirklich am Ende in Venedig anzukommen, in dieser wunderschönen Stadt. Es ist auch so weit entfernt von zu Hause in München und es geht halt immer in kleinen Schritten weiter und natürlich läuft auch nicht immer alles nach Plan und so weiter, aber irgendwie geht es dann trotzdem wieder ein bisschen weiter und dann auf einmal kommt dann das Ziel in greifbare Nähe und das fand ich so toll an dieser Tour. Auch wenn du in kleinen Schritten gehst, kommst du halt irgendwann an.